Heute geht die Reise weiter, angefangen bei den Grutas de Tolantongo, über Chiapas, Yucatan, bis wir schlussendlich hier in Puerto Escondido angekommen sind. Doch dazu später mehr. Viel Spaß bei diesem Video! Wir haben die Vögel verlassen und sind weitergefahren durch ziemlich abenteuerliche mexikanische Dörfer. Die Straßen waren eng, sehr eng und die Bevölkerung hat wahrscheinlich selten bis nie Touristen gesehen. Wir sind nämlich anstatt denselben Weg zurück einfach weiter geradeaus. Die Straße war zum Glück gerade so breit genug, damit wir Whaley dort durchquetschen konnten. Eine tolle Strecke. Nachdem der Tag dann eigentlich gut begonnen hatte, hat er etwas weniger gut geendet. Die Straßen wurden nämlich nicht nur eng, sondern auch das typisch mexikanische Problem von tief hängenden Kabeln hat uns am Nachmittag dann eingeholt. Whaley hat nämlich dummerweise eines der Kabel erwischt und ja, ein armer Mexikaner war dann plötzlich ohne Strom. His hassle, he cut my wires. Macht aber nichts, ist auch mal ein Abenteuer und alle waren schlussendlich zufrieden. Er hat hoffentlich bald wieder Strom und wir können weiterfahren. Nachdem wir das fantasievolle und kunterbunte Castillo de la Salud besichtigt haben, ein wirklich kunstvolles Sanatorium, besuchen wir jetzt den Edward James Jardin. Wo gut ersichtlich ist, wenn aus Heilmittel Drogen werden. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall braucht es sehr viel Fantasie, was der gute Edward dort in den Regenwald angebaut hat. If we just pray for the other one, if we just stop to help each other run, yeah, if we could learn to love the other one, if we could pray for the other one, if we could look into each other's eyes. I don't want to see an old temple breeze, accumulation like Atenea temple. Obviously, the workers don't understand what he's talking about, Machu Picchu. They don't like it, everything like ruins, it's nothing. Actually, this is a ship. It's a ship on the road. Live for the heart that's breaking, sing for the dreams still shaking. Yeah, it's our only shot. So wake up from your sleeping. No more time for dreaming. Just open up your eyes and see that we could learn to love the broken ones. We could pray for the hurting ones. If we just stop to help each other, stop to help each other. Oh, yeah. I wanna learn. Eher zufällig kommen wir an diesem Pueblo Mágico vorbei. Schon fast verzweifelt auf der Suche nach einem Stellplatz dachten wir, Pueblo Mágico, okay, lass uns das mal anschauen. Und wir wurden positiv überrascht. Statt einer Nacht blieben wir schlussendlich 4 Tage.
Peña de Bernal ist offensichtlich ziemlich bekannt. Es hat doch recht viel Betrieb. Jedoch 95% mexikanische Touristen. Und der Hauptgrund, um dorthin zu kommen, ist ein ziemlich großer Monolith, welchen man besteigen kann. Was wir natürlich auch gemacht haben. Aber auch ansonsten ein wunderschönes Dorf, das sich definitiv lohnt anzuschauen. Also die Gruta Tolantongas sind definitiv ein Spektakel. Ein richtiges Naturparadies. Okay, die Becken hier oben vielleicht nicht ganz so, die sind ziemlich künstlich angelegt in den Steilhang. Aber die Gruta, die ist wirklich ein Traum. Sowas haben wir definitiv noch nie gesehen. Man kann entweder einen 40 Meter langen Tunnel überwinden, um dann in die wunderschöne große Höhle zu kommen mit warmem Wasser direkt aus der Quelle und viele schöne kleine Wasserfälle, wo man sich ein bisschen massieren lassen kann oder einfach nur die dunkle, mit Fledermaus gefüllte Höhle bestaunen. Gleich nebenan gibt es noch einen Tunnel, der 80 Meter lang ist und auch ziemlich Spaß macht, da sich durchzukämpfen. Am besten allerdings mit einem Unterwasserlicht, weil ansonsten ist es ziemlich dunkel. Wir haben jetzt 2 Nächte hier campiert und konnten direkt am wunderschönen, ebenfalls lauwarmen Fluss stehen und so zumindest die Morgen- und Abendstunden relativ ungestört in dem tollen Park hier genießen. Wenn dann mal der Tag richtig begonnen hat, dann treffen die Leute hier ein. Also es ist schon ziemlich touristisch, aber trotzdem immer noch ein Besuch wert. Das war definitiv eine der spektakuläreren Backcountry Roads, welche wir bisher gefahren sind. Von den Grutas sind wir anstatt die 40 Kilometer zurückgefahren, einfach alles weiter Richtung Osten, rund 100 Kilometer quer durch die Berge. Respektive einmal
ins Tal hinunter und auf der anderen Seite wieder hoch. Ja, manchmal stellt man sich in Mexiko die Frage mit unserer Fahrzeuggröße, ob wir da durchkommen. Irgendwo haben wir nämlich gelesen, dass die Piste nur mit kleineren Offroad-Fahrzeugen zu bewältigen ist. Dann fragt man sich schon, wollen wir die 100 Kilometer wirklich riskieren? Aber da wir ja den Spitznamen haben, Small and Cute, dachten wir, riskieren wir es. Haben wir gemacht und alles ist gut gegangen. Es ist schlussendlich bei einer mexikanischen Variante des Schaffertrails geendet. Steile Klippen auf der anderen Seite, ein ziemlich tiefer Abgrund und sehr viele Switchbacks. Kaum ein Fahrzeug, welches uns entgegengekommen ist, und wenn doch, dann haben wir es irgendwie geschafft zu kreuzen. Wir haben die Fahrt wirklich extrem genossen, die Landschaft war ein Traum. Und ich glaube, ein wunderschöner Abschluss vom zentralen Hochland. Nun hat sich unser Kreis definitiv geschlossen. Ja, wir stehen an dem Ort, wo wir vor gut 1,5 Jahren unsere erste Nacht in Mexiko verbracht haben. Nämlich in dem wunderschönen Dorf Tlacotalpan. Den Namen kann ich irgendwie immer noch nicht so richtig aussprechen. Das hat sich nicht geändert in der Zwischenzeit. Aber egal, übersetzt bedeutet der Name vom Wasser umgeben, weil die kleine Stadt früher komplett umgeben war vom Wasser des Flusses Rio Paloapan. Heute fließt der Fluss nur noch auf einer Seite, gibt dem Dorf aber einen speziellen Charme. Und sowieso im Großen und Ganzen müssen wir sagen, nach über einem Jahr Reisen in Mexiko ist es nach wie vor für uns das schönste Dorf. Es ist kein Pueblo Mágico, allerdings UNESCO-Weltkulturerbe. Dies aufgrund des spanischen Baustils kombiniert mit einem gewissen kubanischen Flair. Die Häuser hier sind wirklich unglaublich bunt und vielfältig. Es macht einfach nur Spaß, hier durch die Gassen zu laufen und die Architektur zu studieren. Die Leute sind unglaublich relaxed und extrem freundlich. Die ganze Stimmung und das Flair hier ist, wie man auf Spanisch sagen würde, muy tranquilo. Jeder ist mit dem Fahrrad unterwegs oder zu Fuß, jeder kennt jeden, und das, obwohl die Stadt doch immerhin 8000 Einwohner hat. Nun ist es für uns Zeit, weiterzuziehen Richtung Chiapas, wo wir noch ein bisschen was erledigen müssen, und dann warten neue Kapitel auf uns.